In diesem Video wollen wir uns einmal einen Monitor bauen, der in der Lage ist, alle Informationen zum Thema Margin direkt auf dem Chart auszugeben. Also schauen wir uns einmal an, wie man so etwas in MQL5 programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie im MetaTrader bitte auf dieses kleine Symbol hier oben oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler Margin Monitor, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der OnTick-Funktion hier gelöscht werden. Und auch die 2 Kommentarzeilen hier können wir entfernen. Um an die gewünschten Informationen zu kommen, nutzen wir Account Info Double. Das ist eine Funktion, die uns kontospezifische Informationen zurückliefert. Beispielsweise in diesem Fall die Account Margin. Um die zu ermitteln, nutzen wir Account Info Double mit einem Parameter, in diesem Fall groß geschrieben Account_Margin. Wenn man das hier einmal ausschneidet, dann sieht man, dass es hier eine Property-ID aus einer Enumeration, also aus einer Sammlung gleichartiger Eigenschaften gibt. Sobald man hier anfängt zu tippen, bekommt man diese Auswahlliste gezeigt. Wiederholen wir das Ganze also für die anderen Informationen, die uns interessieren. Und da gibt es einige, zum Beispiel die freie Account Margin soll man mit Account_Margin_Free ermitteln. Dann gibt es eine sogenannte Initial Account Margin. Auch hier ist das Verfahren genauso wie oben, aber wenn man hierfür den Wert ermittelt, dann werden Sie vermutlich feststellen, dass Sie hier einen Nullwert zurückgeliefert bekommen. Ich habe dieses Video auch schon für MQL4 aufgenommen und da steht in der Referenz, dass diese Eigenschaft hier nicht unterstützt wird. Vielleicht ist sie aber auch kontenabhängig. In der Referenz wird sie jedenfalls beschrieben als reservierte Mittel für dem Konto als die Garantie für alle ausstehenden Aufträge. Das ist eindeutig nicht die beste mögliche Übersetzung. Der nächste Wert wäre ein Account Margin Level Wert. Dafür sehen wir hier auch tatsächlich eine aktuelle Berechnung. Und wenn Sie unten in der Toolbox mal nach ganz unten scrollen, dann sollte der Wert hier unten übereinstimmen mit dem, was hier berechnet wird. Außerdem bietet MQL5 einen sogenannten Margin Maintenance Wert an. Auch hier ist die Übersetzung sehr seltsam. Die reservierte Mittel auf dem Konto als ein Sicherheitsmindestbetrag für alle offenen Positionen. Auch hier ist in meinem Fall der Rückgabewert 0. Aber jetzt kommen wir zu den Werten, die wirklich interessant sind. Und zwar ist das der Stop-Out-Call-Level. Den bekommt man über Account Margin SO Call. Das ist die Schwelle, bei der man vom Broker aufgefordert würde, mehr Geld einzuzahlen. In meinem Fall liegt diese Schwelle bei 40%. Und noch interessanter ist der finale Stop-Out-Level. Und das ist, wenn Ihr Broker alle Ihre offenen Positionen schließt. In meinem Fall liegt er hier bei 10%. Sollte meine Equity also unter 10% sinken, dann würden unabhängig vom aktuellen Zustand alle meine Positionen vom Broker geschlossen. Das kann je nach Kontentyp stark variieren. Bei anderen Konten, die ich betreibe, ist dieser Level zum Beispiel bei 40% und der Stop-Out-Call würde schon bei 60% kommen. Außerdem möchte ich mir hier gerne noch den Account Profit anzeigen lassen. Den erhalten wir ebenfalls über Account Info Double. Wenn Sie Account Info Double einmal markieren und F1 drücken, dann sehen Sie hier die Aufzählung aller möglichen Werte und da lassen sich schon eine ganze Menge Informationen ermitteln. Eine Sache ist mit dem MetaTrader 5 neu dazugekommen und das ist der sogenannte Margin-Modus. Den gab es in MQL4 so noch nicht. Und den können wir ermitteln mit Account Info Integer. Hier übergeben wir als Parameter Account Margin Mode. Und das, was uns da zurückgeliefert wird, ist eine ganze Zahl.
Ich hätte das Ganze gerne in lesbarer Form, darum erstelle ich hier zunächst einmal eine Variable mit dem Namen AccountMarginModeReadable. Die bekommt hier noch keinen Wert zugewiesen, denn wir weisen die Werte anhand der Rückgabewerte für diese Zeile hier oben zu. Denn wenn der AccountMarginMode den Rückgabewert 0 hat, dann möchte ich gerne, dass der Wert für meine lesbare Form der Text NettingMode ist. Falls Sie sich fragen, was das bedeutet, der sogenannte NettingMode war die erste ursprüngliche Form des Handels mit MetaTrader 5. Im NettingMode selbst kann man nur eine Position pro Symbol handeln. Ende 2016 wurde dann der Hedge-Modus nachgerüstet. Der erlaubt es dann, dass man mehrere Positionen pro Währungspaar handeln kann. Dann gibt es hier noch einen Exchange-Modus, den ich aber nie benutze. Und für alle 3 Rückgabewerte möchte ich das gerne jetzt in lesbarer Form haben. Die 1 steht für den Exchange-Mode, die 2 für den aktuellen Hedging-Mode und die 0 für den ursprünglichen Netting-Mode, der nur eine Position pro Währungspaar zuließ. Sowas Ähnliches machen wir jetzt nochmal, diesmal für den Stop-Out-Mode. Auch hier gibt es 2 unterschiedliche Rückgabewerte, denn entweder wird der Stop-Out-Mode in Prozenten oder als Geldwert angegeben. Also erstellen wir auch hier eine leere Variable für die lesbare Form. Und wenn der Rückgabewert 0 ist, dann handelt es sich um ein Konto, bei dem die Angabe in Prozent erfolgt. Bei einem Rückgabewert von 1 würden wir den Text sehen, dass der Stop-Out-Mode als Wert zurückgegeben wird. In meinem Fall habe ich hier eine Prozentangabe. Das bedeutet, sowohl der Stop-Out-Call als auch der Stop-Out-Level für die letztendliche Schließung der Positionen werden hier als Prozentwert angezeigt. Zum Schluss fügen wir hier noch eine Kommentarfunktion hinzu. Die wird uns alle unsere ermittelten Ergebnisse direkt auf dem Chart ausgeben. Und das war's auch schon im Großen und Ganzen. Wenn Sie nicht wissen, was alle diese Codezeilen hier bewirken sollen oder wenn Ihnen das zu schnell ging, dann möchten Sie sich vielleicht zunächst einmal die anderen Videos aus dieser Grundlagenserie anschauen. Oder vielleicht ist auch der Premium-Kurs für Sie interessant, den finden Sie auf unserer Webseite. Und dieses Video war eine Idee von einem Premium-Kurs-Mitglied. Wenn Sie also schon ein Premium-Mitglied sind und eine Idee für so ein Video haben, dann schicken Sie mir doch einfach ein E-Mail. Für den Moment klicken wir hier oben auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. In meinem Fall hat das hier funktioniert und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann können Sie jetzt hier oben auf dieses kleine Symbol klicken oder die F4-Taste drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader wählen wir einfach einen Live-Chart aus. Wenn wir nämlich unser Programm im Strategietester laufen lassen, dann würde sich kein Wert verändern, denn wir eröffnen ja an keiner Stelle eine Position. Suchen Sie also hier links im Navigator nach der neu erstellten Datei mit dem Namen Simpler Margin Monitor und ziehen Sie sie einfach auf ein leeres Chart. Änderungen von Signaleinstellungen benötigen wir hier nicht. Wir klicken auf OK. Und hier tauchen die aktuellen Werte auch schon auf. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie einen Expert Advisor in MQL5 programmieren können, der in der Lage ist, alle Margin-relevanten Informationen direkt auf Ihrem Chart auszugeben. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.